Es ist ewig her, aber heute haben wir endlich mal wieder ein Flive PC Event Box Opening. Außerdem haben wir Level 75 erreicht und es gibt ein bisschen was zum Reden. Und zwar habe ich mir jetzt endlich meine Weihnachts-Items eingetauscht, beziehungsweise die Belohnungen geholt. Und ja, es ist natürlich nicht sehr viel, weil das Weihnachtsevent, ich habe erst ganz am Ende in der letzten Woche sozusagen angefangen zu farmen. Aber wir haben tatsächlich doch ein bisschen was. Diese glitzernde Kiste, ich glaube, die verkaufe ich lieber, weil da ist eigentlich nur Zeug drin, das mich nicht interessiert. Die werde ich wahrscheinlich noch ins Auktionshaus packen. Ansonsten haben wir hauptsächlich diese 5 Maskenkisten. Das ist eigentlich so das Größte, was wir haben, würde ich sagen. Da kann diese Enhanced Black Cat Mask drin sein. Sollte wahrscheinlich immer noch einer der besten Masken, wenn nicht sogar die beste im Spiel sein. Und ja, das wäre natürlich cool, wenn wir die bekommen könnten, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Hier können wir, glaube ich, diese Candy Cane Maske bekommen. Beim Weihnachtsgeschenk bin ich mir gerade gar nicht sicher, was da drin sein kann. Aber ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen. Christmas Cookie. Oh, hier können auch noch Snowflakes drin sein. Na, Mist, das habe ich tatsächlich vergessen. Ja gut, aber wir haben so wenige Kisten. Wow, wir haben fast nur... Was? Rudolph Snows. Wow, wir haben fast nur Snowflakes bekommen. Und Christmas Cookies und 3 Christmas Cakes. Okay, das war schon mal ziemlich lame. Dann. Nicht dein Ernst. Strawberry Shake und... Ah, no, meint. Es ist Milk Tea. Okay, ich wollte schon sagen. Ich habe nur auf das Icon geachtet, gar nicht auf den Namen. Okay, nur Trostpreise, rote Schneeflocke und ein 28-Tage-Umhang. Er könnte vielleicht sogar besser sein als meiner. Achso, das ist der falsche Umhang, gell? Das ist der mit Magiebeschleunigung und Int. Mist, der andere wäre sogar besser gewesen. Ich habe aber hauptsächlich auf den Hauptgewinn geachtet, deswegen, ja. Gut, spielt aber ehrlich gesagt keine wirkliche Rolle, weil, ja, wir wollten ja eh nur die Hauptgewinne, wenn überhaupt, bekommen. Also bisher eigentlich noch gar nichts bekommen, weil Snowflakes interessieren uns eigentlich nicht, Food interessiert uns eigentlich nicht. Ja, also eigentlich noch gar nichts bekommen, okay. Ja gut, also das sind so die wichtigsten Boxen. Ich weiß nicht, ob da auch so viele schlechte Trostpreise drin sind, schauen wir einfach mal. Medizin for Sharpness, Crit-Rate. Upgrade Carnival Mask, okay. Keine Ahnung, welche das ist, das sehen wir gleich. Medizin for Dex. Medizin for Dex. Wow. Ja gut, ich meine, Medizin for Dex ist actually gar nicht so schlecht. Immerhin bin ich Ranger. Also ist zumindest die richtige Medizin, sagen wir es mal so. Und die Update Carnival Mask ist Upgrade Carnival. Oh, das ist die. Oh, die ist actually gar nicht so bad. Wow. Die könnte sogar besser sein als meine. 5% Crit Damage geben 7 ATK und 20 Dex. Oh, das ist eine schwierige Entscheidung tatsächlich. 5% Crit Damage. Ja, ich meine, 20 Dex, 7 ATK ist schon ein bisschen was. Damn. Ja gut. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das dürfte dann ja gar nicht mal so eine gute Wahrscheinlichkeit gehabt haben, würde ich jetzt mal vermuten. Weil, ja, ist ja doch gar nicht so bad. Aber, wie gesagt, eigentlich wollten wir natürlich die Enhanced Cats. Ne, die Enhanced Black Cat Mask. Okay, Sprachfehler kickt. Ja, rückblickend dann wahrscheinlich sogar ein bisschen schade, dass ich so wenig gespielt habe während dem Weihnachtsevent, weil mein Upgrade Carnival Mask, keine Ahnung, was die Wahrscheinlichkeit war, die zu bekommen, aber ein paar mehr Chancen für die Enhanced Black Cat Mask wären natürlich schon cool gewesen. Aber naja, ich meine, selbst wenn ich sie gehabt hätte, ehrlich gesagt, wäre sie gar nicht so gut für diesen Charakter hier gewesen, weil ich will ja eigentlich nicht mehr Items droppen und das ist einer der also ich meine, es ist einerseits gut für Droppen, andererseits gut für Damage, die Maske. Aber ja, also ich meine, es wäre jetzt gar nicht so ultra profitabel gewesen, weil wegen Party-Skills und so nutze ich ja auch schon nicht, damit ich nicht zu viele Items droppe, damit das hier nicht mit dem Looten zu lange dauert. Und von dem her, denke ich, passt das schon. Worauf ich auf jeden Fall wirklich aus bin, ist dieser blaue Drache, dieser weißäugige blaue Drache. Habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Also den hätte ich wirklich sehr gerne, aber das wird auf jeden Fall schwierig. Wird auf jeden Fall aber so sein, dass ich bei diesem Event, also bei den Glücksbeuteln, wesentlich mehr Boxen haben werde. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit auf den Drache wird wahrscheinlich ähnlich wie auf die Black Cat Mask, wenn nicht sogar noch unwahrscheinlicher sein, dass man den bekommt. Aber so haben wir zumindest eine Chance, sage ich mal. Und ja, dann sind wir Level 75. Ich habe am Wochenende auf jeden Fall das Tournament gegrindet, das Gempion Qualifier Tournament. Und bin auf den 7. Platz gekommen. Ist nicht viel, keine Frage. Also
Ist jetzt nichts, worauf man unbedingt stolz sein kann, muss, sollte. Aber ich habe natürlich auch verhältnismäßig nicht so viel gespielt. Also ich meine, ich hatte jetzt natürlich auch nicht vor, jedes Wochenende da heftig reinzusuchten oder jedes zweite Wochenende. Mir war es nur wichtig, mich überhaupt für das Stage Final zu qualifizieren. Das sollte ich damit erreicht haben, hoffentlich. Also normalerweise sollte es reichen, wenn man einmal Platz 1 bis 8 geworden ist, dass man dann beim Stage Final teilnehmen kann. Ich werde trotzdem natürlich die nächsten Tournaments mitspielen, keine Frage. Aber das haben wir auf jeden Fall schon mal sicher. Also das kann uns jetzt eigentlich keiner mehr nehmen. Und ja, also ich finde, es war eigentlich gar nicht so schwierig, in Anführungszeichen. Aber man musste schon ein bisschen grinden. Also beim ersten Tournament war es ja wirklich so, dass wirklich nur 8 Leute teilgenommen haben. Und du im Endeffekt einfach nur ein Gem droppen musstest, um erstens die Qualifizierung zu erreichen und halt auch eine finanzielle recht hohe Belohnung für einen Gem. Also ein Gem-Farm, würde ich jetzt mal sagen, dauert im Schnitt so, bei mir zumindest meistens circa 10 Minuten. Dafür so, ja, irgendwas zwischen 5 und 10 Euro zu bekommen, würde ich sagen, ist ein ganz guter Stundenlohn. Für 10 Minuten 5 bis 10 Euro ist ein guter Lohn, würde ich sagen. Kann man schon mal mitnehmen. Aber es war ja klar, dass es bei allen zukünftigen Tournaments immer mehr kompetitiv werden würde, immer schwieriger werden würde. Und so war es jetzt auch eben bei dem Tournament. Das waren, glaube ich, insgesamt mehr als 10 Leute auf jeden Fall angemeldet. Ein paar Leute haben nicht richtig mitgespielt, ein paar Leute haben legit nur 2, 3 Items gedroppt. Das hat natürlich nicht gereicht. Aber die haben zumindest ihre Anmeldegebühr zurückbekommen. Also von dem her ist das auch nicht ganz unwichtig, dass man dann, wenn überhaupt, zumindest einen Gem sich holt, dass man dann nicht komplett also dass man nicht sogar Minus macht quasi. Aber ja, es war ganz cool eigentlich und ich denke, die nächsten Tournaments werden tatsächlich auch noch schwieriger. Also von Platz 1, 2, 3 braucht man gar nicht reden, weil dafür muss man halt auch wirklich viel spielen. Außerdem spiele ich dafür wahrscheinlich auch nicht den richtigen Charakter. Dafür müsste man halt wirklich High-Level, oder nicht unbedingt High-Level, aber einen gut equippten Charakter, wahrscheinlich ein Third-Job-Charakter. Ich denke vor allem an Arcanist, Non-Target AOE, der einfach durchmarschieren kann, durch welche Monster er auch immer tötet. Sowas wäre da auf jeden Fall von Vorteil. 1v1-Klasse, vor allem Ranger, beziehungsweise generell jetzt eine 1v1-Klasse ist da jetzt natürlich nicht so ultra krass. Aber wenn man es wirklich drauf anlegen würde, könnte man schon, zumindest wenn ich mir jetzt das letzte Ranking angucke, also wenn man wirklich viel Zeit investieren würde, wenn man wirklich viel spielen würde, könnte man mit den Werten vom letzten Mal auf jeden Fall in die Top 5 kommen. Bringt natürlich nicht viel, muss man dazu sagen, weil nur das Podium ist wirklich interessant, was höhere Belohnungen angeht. Aber ich sag mal so, man weiß es ja nicht, wie die anderen Spieler sich verhalten bei jedem Tournament. Es könnte sich immer was ändern. Könnte immer sein, dass einer dann plötzlich am Sonntag doch keine Zeit hat, obwohl er es sich vielleicht eingeplant hat oder sonst was. Das weiß man alles nicht. Also von dem her, ja. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Flive Esports Tournament ist ja nicht etwas, was man wirklich jemals gedacht hätte, dass es das wirklich gibt. Und es ist Realität geworden. Es ist fast so, als hätte ich es all die Jahre gewusst, dass es irgendwann so passieren würde. Aber ja, also aus einem Joke wurde Realität, kann man sagen. Naja. Und dann sind wir eben 75 geworden. Wie gesagt, ich habe doch ein bisschen gegrindet. Außerdem war 3,5-faches XP-Event. Es läuft tatsächlich immer noch das 3,5-fache XP-Event. Und ich bin aber tatsächlich die ganze Zeit in Tower B1 geblieben. Also ich habe nicht mal wirklich gelevelt. Also wenn ich die ganze Zeit zu höheren Monstern gegangen wäre, sag mal mindestens 5 Level über mir, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich eher so Level 80, 85 oder sowas in der Richtung. Bin ich nicht, weil ich tatsächlich fast die gesamte Zeit B1 geblieben bin. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es mit meiner Taktik so einfach besser funktioniert hat. Viele Monster pullen und die dann einzeln zu killen, dass das Pet mit dem Aufsammeln auch immer gut hinterherkommt. Leider habe ich es trotzdem geschafft, einen meiner Gems nicht aufzuheben. Und das wird tatsächlich auch getrackt. Das ist wirklich sehr interessant, wie das funktioniert oder wie gut das funktioniert. Also wenn du jetzt einen Gem droppst, dann steht da quasi Attempt, zum Beispiel 1. Wenn du ihn aber nicht aufhebst, dann hast du halt quasi das Score, also als Punktzahl dann tatsächlich aber 0. Also du hast quasi einen Gem gedroppt, aber hast es halt nicht geschafft, ihn aufzuheben oder er wurde dir geklaut oder was auch immer. Und dann hast du halt auch wirklich keinen Punkt dafür bekommen. Also dass das ganze Spiel das alles tracken kann, ist ziemlich cool. Und da hatte ich tatsächlich einen nicht aufgehoben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das passieren konnte, weil ich schaue mir auch oft die Drops an. Da hebst du ja auch zur Not mit der Hand auf, wenn ein Mob jetzt doch One-Shot stirbt und es einfach sau weit weg von mir ist oder so. Dann hebe ich auch mal einfach, oder mein Pet noch sau weit weg davon ist, dann hebe ich es auch einfach schnell mit der Hand auf. Ist ja klar, man will ja schnellstmöglich einfach weiterkillen. Und die Pets, ihr wisst ja, sind nicht so ultra schnell. Genau. Und einen habe ich leider übersehen, aber grundsätzlich hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, und dann Level 75 heißt natürlich auch unsere neue Waffe. Luzagas Bogen haben wir hier jetzt am Start. Ich habe ihn noch nicht ausgerüstet, weil ich jetzt in B1 war. Und auch da kann man sagen, wenn ich zu viel Damage gemacht hätte,
Und ich meine, die Monster in B1 habe ich sowieso schon fast, also 50% der Zeit habe ich sie gewone-shottet. Ich meine, Crit-Rate über 50%. Crit ist fast immer One-Shot gewesen, glaube ich. Ich glaube, in ganz seltenen Fällen, wenn sie geblockt haben oder wenn es ein absoluter Low-Crit war, haben sie es, glaube ich, noch überlebt. Aber in der Regel war Crit One-Shot. Und das war schon ziemlich nervig. Und Lucagas Bow hat dann nochmal 8% mehr Crit-Rate, nochmal viel mehr ATK, viel mehr Damage. Das ist eine Ultimate-Waffe. Und ja, also da war es ja klar, also wenn ich den ausrüsten würde, würde wahrscheinlich auch nur dafür sorgen, dass wir noch mehr One-Shots machen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Das Problem haben wir jetzt natürlich immer noch, weil ich habe gerade gesehen, Captain Abraxas hier 28.000 Crit, das ist über die Hälfte. Es könnte jetzt tatsächlich sogar sein, dass uns der Lucagas Bow dann hier insgesamt auch wieder eher ein bisschen stört. Aber wir werden es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, ihr seid ready. Und let's freaking go. Ach, wir sollten uns noch die Werteveränderung angucken können. Alter, der ATK-Wert. Der ATK-Wert ist einfach um 3000 gestiegen. Wow. Ja, ich meine, ist klar. Ich meine, Lucagas Waffen sind übelst krass. Das wäre natürlich noch interessant. Nee, also bei Captain Abraxas tatsächlich kein One-Shot. Fast. Oh. Doch, das war einer. Okay, High Crit ist One-Shot, Low Crit ist keiner. Also absoluter High Crit ist ein One-Shot. 41.400 haben die. Ja gut, Smaller Bugs, das sollte dann eigentlich beim Crit immer One-Shots sein wahrscheinlich. Genau. Ja gut, außer Crit Block natürlich. Ja, das Ding ist halt auch, ich mag Tower B2 nicht. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ein großes Problem ist, weil das letzte Mal, als ich Tower B2 gefarmt habe, war auf Dryad. In der Zeit nach dem Serverstart irgendwann, wo ich da Events gefarmt habe mit meinem Knight. Was mir auch actually viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Das war echt eine coole Zeit. Aber, also die ersten 100 Stunden, die nächsten 500 Stunden dann nicht mehr so sehr. Aber hier war immer das Problem, dass halt die Drops immer in diesen dämlichen, was auch immer, in diesen Beeten da hängen geblieben sind. Ich glaube, das haben sie mal irgendwann verbessert, habe ich, glaube ich, mitbekommen. Es war dann irgendwann, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm. Aber wenn hier natürlich alles voller Drops liegt, ist es grundsätzlich... Also ich finde halt Tower B2 immer, ich fand es immer weird, dass Tower B2 so verherrlicht wurde als das ultimative Farmparadies, vor allem für Events. Ich meine, ich habe selber dort Events gefarmt, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und ich meine, schlecht ist es sicherlich nicht. Das Problem ist aber, dass hier halt einfach wirklich viele nervige Sachen sind. Also erstmal so diese dämlichen Kästen in der Mitte, das heißt, wenn Drops auf der linken und auf der rechten Seite liegen, das heißt vor allem, wenn noch jemand anders dort ist, nicht nur du, und der lässt vielleicht irgendwas liegen, was du aber aufheben willst, zum Beispiel Penya oder so, was unwahrscheinlich ist, aber könnte sein, das ist ultra nervig. Oder auch irgendwas anderes. Oder wenn er einfach so schnell farmt und seine Drops einfach zur Hälfte liegen lässt, weil es ihm einfach egal ist oder so. Das hatte ich tatsächlich auf Dryad ein paar Mal, wo Leute dort gefarmt haben. Die haben halt alles gewone-shottet natürlich. Und die haben einfach alles liegen lassen. Also die sind dann auch nicht stehen geblieben, haben gewartet, dass das Pad aufhebt oder haben mit der Hand ein bisschen zusätzlich aufgehoben. Die haben einfach gefarmt, aber die Hälfte ihrer Drops einfach liegen gelassen. Und das hat richtig genervt, weil die waren halt dann auf der anderen Seite. Und dann ist mein Pad immer gegen den Kasten gelaufen, nicht durchgekommen. Meine Drops sind liegen geblieben. Das hat ultra genervt. Und was mich auch immer genervt hat, ist hier das hier. Pad bleibt hier hängen, muss das Pad neu rauspacken, müsst hier rüberspringen. Dann musst du da unten reinspringen, die ganzen Monster clearen, damit sie außen wieder respawnen können, weil jedes Monster, das hier drin gefangen ist, quasi, in Anführungszeichen gefangen, kann ja außerhalb dieses Brunnens oder dieser, was auch immer, Quelle nicht respawnen. Auch das super nervig. Auch hier springst du rein, okay, ist kein Problem. Springst du raus, musst du wieder Pad neu auspacken. Naja, und musst halt rausspringen. Also ich fand Tower B2 immer schon, also ja, ist nicht schlecht, aber halt wirklich auch mit einigen Hindernissen verbunden. Wenn man es zum Beispiel mit Tower B5 vergleicht, schon deutlich besser. Tower B5 hat auch Hindernisse, diese Säulen, aber ziemlich wenige, die Säulen und die Statue im Endeffekt. Also bei den Captain Gorgoth meine ich jetzt hauptsächlich. Ja, aber das ist halt wirklich eigentlich das Einzige. Also die Statue ist vielleicht ein kleines bisschen nervig, weil die ein bisschen fetter ist, also die nimmt schon ein bisschen Platz ein. Aber hier sieht man es jetzt schon, ich muss rausspringen, wieder Pad neu auspacken, einpacken, auspacken, whatever. Genau. Gut, hängen geblieben ist es jetzt bisher tatsächlich noch nicht. Also das scheint sich wirklich zu verbessert zu haben. Weil ich jetzt natürlich auch aufpasse, dass ich nicht unbedingt Monster töte, dass die dann halt auch wirklich die Drops in einer Mauer oder so spawnen. Das ist ein bisschen besser. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich war eigentlich noch nie der größte Tower B2-Fan. Und auch hier muss ich irgendwie sagen, die Mobdichte, also keine Ahnung, die war doch mal besser, oder? Also Tower B2, wie gesagt, das wurde echt immer so als Farmparadies verherrlicht. Hatte ich auch wirklich besser in Erinnerung, muss ich wirklich sagen. Wirkt gerade auf mich nicht wie
einer der besten Farm-Spots, wo man früher mal gesagt hat, bester Farm-Spot für Event-Items war immer so Tower B2, Tower B5, B1. Asia generell, Premium-Gebiete generell so. Das waren eigentlich immer so die Hotspots, wo die Leute gefarmt haben. Aber wenn ich mir das hier so angucke, ist es also ehrlich gesagt, ist es nicht wirklich besser als B1. Ich würde sogar fast sagen, B1 ist besser. Weil du da weniger Hindernisse hast. Ich meine, das ist halt auch ein Punkt. Ne? Mobdichte mag vielleicht hier tatsächlich ein bisschen besser sein. Aber dafür hast du halt hier die ganzen nervigen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben. Da glaube ich, präferiere ich dann lieber eine offenere Fläche. Kann man ja mit Geschwindigkeit ausgleichen. Mit Lauf Speed kann man einiges ausgleichen. Wenn die Mobdichte nicht ganz so gut ist. Vor allem als Fernkämpfer natürlich. Und ja, da habe ich, glaube ich, echt lieber eine höhere Mobdichte als... eine niedrigere Mobdichte als eine höhere Mobdichte mit mehr Hindernissen. Muss ich wirklich sagen. Auch wenn das Pad jetzt vielleicht nicht unbedingt daran hängen bleibt die ganze Zeit, was natürlich positiv ist. Aber die Hindernisse sind ja trotzdem da und ich muss mich trotzdem um sie herum bewegen. Und so weiter. Also, nur weil das Pad da nicht mehr dran hängen bleibt, heißt es ja nicht, dass ich nicht dran hängen bleibe oder dass es mich generell nicht mehr stört. Ja, aber... ich meine, wir leveln ja sowieso, wir bleiben ja nicht auf einem bestimmten Level und ich muss jetzt hier nicht 500 Stunden B2 farmen, das ist ja der Vorteil, das ist ja das Schöne auch dran, dass wir wirklich auch eine Evolution haben und selbst wenn mal Events-Items schlecht droppen oder Gems schlecht droppen, haben wir halt immer trotzdem noch mehrere Sachen, auf die wir uns irgendwie freuen können, die wir irgendwie machen können und ja. Und da wollte ich nochmal drüber reden hier mit Ranger, weil ich mich ja nochmal für Ranger entschieden habe, nochmal zu dem Grund dafür. Also, es ist halt einfach so, ich habe halt dieses krasse Cruiser-Set. Das ist eigentlich das krasseste Equipment, was ich jemals besessen habe in FlyFPC. Es ist ungebunden. Man kann es schon mit einem ziemlich niedrigen Level tragen. Und das waren alles so Aspekte, warum ich mich halt hierfür entschieden habe. Weil der Charakter sollte ja schon jetzt, also wirklich schnell, schon eine gute Killtime haben, dass man halt auch wirklich sagen kann, okay, ich spiele jetzt auch wirklich dieses Tournament, ich bin hier und kann auch tatsächlich ein Ranking erreichen. Und vor allem, wenn die anderen mal ein bisschen Gas geben, ist es dann nicht so, oh Mann, ich level mit NPC-Equipment, ich habe keine Chance gegen die, sondern nee, ich mache auch One-Shots, wenn ich mich voll pumpe mit Speed-Power-Ups und was weiß ich was, dann kann ich auch ein bisschen eine höhere Drop-Zahl, also Drop-Menge erreichen, also mehr Items vielleicht droppen und so weiter. Also, dass man halt auch wirklich eine Chance hat irgendwo, sag ich mal, da ein bisschen die anderen ins Schwitzen zu bringen oder selbst nicht so sehr ins Schwitzen zu kommen. Und das waren alles so Gründe, dass ich halt einen Low-Level-Char gebraucht habe mit gutem Equipment und der Ranger, das hatte ich halt einfach. Genau, das ist jetzt nicht besonders ultra spannendes, weil ich jetzt schon einen Ranger habe, schon 170er Crackshooter, ist mir klar. Aber wie sich das Ganze entwickelt, weiß ich ja noch nicht und ich habe dem Chai auch extra bisher eigentlich auch wirklich gar nichts Gebundenes gegeben. Also deswegen hat er auch den Cloak, weil es mein bester Cloak ist, der nicht gebunden ist. Also glaube ich zumindest. Vielleicht habe ich auch noch einen anderen, keine Ahnung. Ich habe nicht alle Chars durchgeschaut, aber die meisten Cloaks sind von meinen Main-Charaktern sind alles Skeleton Devils Cloaks und die kann ich ihm ja nicht geben, weil es sehr sehengebunden ist und so. Also ich habe jetzt einfach möglichst darauf geachtet, dass er halt größtenteils ungebundenes Equipment hat, dass man sich nicht zu sehr an den Char bindet. Das einzige gebundene, was ich ihm wirklich gegeben habe, war das Christmas Dinner Set. Aber ganz ehrlich, das wissen wahrscheinlich die Leute, die noch aktiv live PC spielen, am besten. Christmas Dinner Set war das erste Schmuckset, was auf den deutschen Servern released wurde. Es ist ziemlich stark, es ist einfach der Blueprint von einem guten Schmuckset, kann man sagen. Es hat einfach irgendwie jeden Wert mit drinnen und ist einfach gut. Es ist aber weit entfernt von einem krassen oder von den besten Schmucksets, die es gibt mittlerweile. Sicherlich einige von den Schmucksets, die besser sind, muss man vielleicht erst ein bisschen upgraden. Beim Christmas Dinner Set ist auch noch ein riesiger Vorteil, dass es clean bereits extrem krasse Werte hat. Wie zum Beispiel einfach Zusatzschaden 3000 als Set-Effekt. Du musst nichts upgraden dafür. Ich meine, ich habe es nicht mal plus 3 gemacht. Ich weiß gar nicht, ob plus 3 was bringt, aber glaub schon. Aber ist nicht so wichtig. Jedenfalls, ja, also... und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und das Christmas Dinner Set jetzt zu verkaufen, was will ich mit Penya? Ich habe keine Ahnung von den Preisen. Ich habe zumindest gehört, der Markt ist schwierig, ja, weil man halt gucken muss, wie man handelt, mit wem man handelt und so weiter. Man muss halt erstmal die Sachen finden, die man braucht und sucht und was auch immer. Also ist nicht so einfach, sag ich mal. Da ist irgendwie, keine Ahnung, 150 Milliarden, 300 Milliarden oder wie viel auch immer das Set vielleicht wert gewesen wäre. Was bringt's mir? Was will ich mit dem Geld? Ganz ehrlich. Und ja, genau. Außerdem habe ich ja noch ein Schmuckset, habe ich ja auch schon gesagt. Ich habe noch das Christmas Fairy 2019 Set, das in dem Candy Cane Design. Und das habe ich sogar richtig krass geupgradet, da habe ich so den Necklace auf plus 19. Also das wäre das ultimative Set für einen neuen Charakter. Also wenn ich mich irgendwann nochmal umentscheide, hier kann ich bei FlyFPC jederzeit nochmal einen anderen Charakter spielen. Ich glaube ursprünglich habe ich das Set gleich für meinen Blade von Dryad aufgehoben. Aber der hat das Set auch schon, ne? Na, meine, ist nicht für den aufgehoben. Für wen habe ich das Set aufgehoben?
Vielleicht weiß es jemand von euch, für wen habe ich dieses Christmas Fairy Set auf Yggdrasil geupgradet? Weiß das irgendjemand? Ich dachte gerade, ich habe es für meinen Blade aufgehoben, also gibt keinen Sinn, weil ich habe 2 Christmas Fairy Sets, eins auf Dryden, eins auf Yggdrasil. Für wen war denn das auf Yggdrasil? Wahrscheinlich habe ich es auch einfach für die Zukunft geholt, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ohne spezifischen Charakter, einen spezifischen Charakter schon im Kopf zu haben. Also genau für so eine Situation wie jetzt im Endeffekt, dass man sagen kann, yo, das ist... Also ich denke, das Christmas Fairy Set müsste insgesamt noch ganz gut abschneiden. Vor allem, weil man nicht alles bis 20 machen muss, dass es heftig ist. Man muss eigentlich nur die Necklace upgraden, die gibt ja Zusatzschaden. Über 4000, glaube ich. Also, ja, lass mich nicht lügen. Etwas eingerostetes Wissen. Aber jedenfalls ein ziemlich krasses Set. Also es müsste immer noch ziemlich gut sein, würde ich sagen. Und ja, da könnte man sich nochmal einen neuen Charakter machen. Aber das Ding ist halt vor allem bei Akrobat, warum, also ich meine, Cruiser-Set könnte man ja auch bei Jester benutzen, warum dann keinen Jester? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Jester in Flive PC nicht. Habe ich noch nie gemocht und meine absolute Abneigung geht einfach nicht dem Jester selbst, sondern diesem dämlichen System mit den Jojos, dass du deine Monster nach vorne kickst und dann immer diesen Schritt hinterherlaufen musst. Greifst ein Monster an, selbst wenn du überwiegend One-Shots verteilst, kickst das Monster einen Schritt zurück, weil es geblockt hat oder so, musst einen Schritt hinterherlaufen. Das ist das dümmste System, was die jemals in dem Spiel eingeführt haben, ganz ehrlich. Und das ist einfach bei jedem Auto-Attack, basically. Also das ist so freaking nervig. Und, kann ich mir nicht geben. Also ich glaube, mein höchster Jester bei Flive PC ist Level 106 oder so, 106 Master. Und das auch aus gutem Grund, weil ich es einfach nicht kann. Ich kann es einfach nicht. Ich krieg da so das Kotzen, wenn ich da einfach nur 5 Minuten, wenn ich Jester beim Spielen zusehe, kriege ich einen Wutanfall gefühlt. Also hätte ich nicht gepackt. Ranger war ich schon immer Fan von. Ich mag Ranger total gerne. Vor allem im Low-Level, weil man da noch nicht merkt, was er für Schwächen hat. Im Low-Level schneidet Ranger ja deutlich besser als im High-Level, sagen wir es mal so. Und genau. Und wie gesagt, das ganz andere habe ich ja vorher schon erklärt mit dem Equipment und so. Also ja. Andere Klassen, wie gesagt, mal gucken. Was halt echt cool wäre, wäre tatsächlich doch nochmal Templar tatsächlich. Also dem könnte ich zum Beispiel das Schmuckset auch geben. Aber dann ist halt wieder das Problem, High-Level-Charakter kommen mit diesem Gempire und Tournament-Zeugs nicht so gut klar. Weil du musst halt auch wirklich eine gute Killtime haben. Und eine 1v1-Klasse im Bereich 160 plus. Das bringt einfach nichts. Ja. Also selbst mit One-Hit-Rune, Mars Dungeon, wo die Mobdichte eigentlich ziemlich gut ist und so, du hast da schlechtere Chancen als im Low-Level, muss man einfach sagen. Also wenn du hier im Low-Level B2, B1, B5 irgendwo fast alles Two-Shottest oder One-Shottest, hast du einfach viel bessere Karten. Es ist außerdem auch viel gechillter und so, viel nicht so kostenintensiv. Ja, du kannst einfach mit viel weniger Geld auch tatsächlich was erreichen. Also Killtime-technisch musst du halt im Endeffekt nicht so viel investieren oder was auch immer. Also ja, das sind alles so die Gründe gewesen für die Charakterwahl. Außerdem ist das ja auch kein richtiges Comeback, muss man auch dazu sagen. Also es macht mir Spaß tatsächlich ein bisschen Flive PC wieder zu spielen zur Abwechslung. Ich habe ja immer gesagt, ich habe nicht so viel Zeit, also nicht so viel Zeit, 2-mal Flive zu spielen, also einmal Flive Universe und Flive PC. Und das heißt, jetzt momentan habe ich halt Urlaub, also ich habe jetzt meine Klausurphase beendet, muss jetzt eigentlich nur noch meine Bachelorarbeit anmelden und dann habe ich einen Monat frei, basically. Also ich muss eigentlich, oder ich sollte natürlich eigentlich in der Zeit an meiner Bachelorarbeit arbeiten, mache ich hoffentlich auch. Aber jetzt habe ich momentan ein bisschen mehr Luft, sage ich mal, dass ich mir das auch ein bisschen erlauben kann. Aber es könnte halt sein, wenn halt der Stress wieder einsetzt, also der Ultrastress wieder einsetzt, also nach meiner Urlaubszeit jetzt quasi, dass ich dann auch tatsächlich sagen muss, dass ich dann vielleicht keine Zeit mehr habe. Und deswegen ist so ein richtiges neues Projekt zu starten mit wirklich neue Klasse, alles neu, Full Investment in alles im Endeffekt. Das hätte jetzt momentan einfach nicht so viel Sinn gemacht. Ja. Kann jederzeit kommen, aber jetzt lasse ich es erstmal so casual-mäßig jeden Tag. Oder die Tournaments sind tatsächlich gar nicht jeden Tag. Die Daily Tournaments unter der Woche sind die, glaube ich, immer nur. Ich glaube immer Montag bis Donnerstag sind die tatsächlich. Dann samstags das große Turnier, glaube ich. Und dann, ja, irgendwie so. Also die sind tatsächlich nicht mal jeden Tag, jede Woche. Und da mache ich auf jeden Fall mit. Die Qualifier spiele ich, falls ich mich qualifiziere, dann auch natürlich Stage Final und so weiter. Also alles in allem im Endeffekt. Und ja, da bin ich natürlich dabei. Aber sollte es zeitlich wirklich gar nicht hinhauen, dann muss ich halt auch da sagen, nope, leider keine Zeit, passt nicht. Und dann halt auch da absagen. Aber das waren im Endeffekt alle Sachen, über die ich heute so reden wollte. Wie gesagt, Eventausbeute haben wir uns auch geholt.
Und ja, leveltechnisch müssen wir jetzt mal gucken. Dreifach XP-Event, wie gesagt, läuft jetzt noch. Ich glaube, nächstes Wochenende schon wieder zweifach XP und Drop-Event oder so, habe ich heute gesehen, glaube ich, in der Discord-Ankündigung. Also es geht direkt weiter mit XP-Event. Ist nicht schlecht auf jeden Fall. Aber ja, ich denke jetzt nicht, dass wir so ultra schnell leveln werden, weil man merkt schon, es wird deutlich langsamer. Sicherlich in einer Stunde kann man noch 3-4 Level wahrscheinlich schaffen, wenn man immer bei 9-10 Level höheren Monstern wäre und ein bisschen Gas gibt und sich nicht so sehr aufs Reden konzentriert und mehr aufs Gameplay und sich vielleicht auch mal die Speedbuffs erneuert. Aber ja, wie gesagt, also der Fokus liegt nicht direkt auf dem Leveln, aber macht natürlich trotzdem mehr Spaß, wenn man nebenbei noch ein bisschen levelt, immer mal wieder die Monster wechseln kann, dann wird es nicht ganz so eintönig. Und ich denke mal, Level 100 wird schon noch relativ schnell gehen. Danach, bis Master, wird es wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Aber spätestens beim nächsten Qualifier ist es dann wiederum so, also habe ich schon gesagt, wie lange ich gespielt habe? Ich glaube 4-5 Stunden habe ich jetzt bei dem Qualifier gespielt, was natürlich schon relativ viel ist. Oder was war es? 1,5, 2 und eine Dreiviertel. Ja, also 4 bis 5 Stunden ungefähr waren es. Also, und das auf dreifach gesplittet, also in 3 kurze Sessions gesplittet im Endeffekt. Also keine Session war länger als 2 Stunden. Wenn es beim nächsten Mal auch so wird, dann macht man natürlich schon 4 XP, aber halt auch lag auch nur in dem XP-Event. Wenn dann im nächsten Qualifier kein XP-Event sein sollte, dann wird es wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Und wenn wir dann schon über Level 100 sind, dann mal gucken, wann wir irgendwann mal Master erreichen. Eigentlich habe ich gar nicht so viel Lust auf Master, muss ich sagen, weil ich dann eigentlich doch wieder alles nochmal machen muss. Aber ich habe tatsächlich noch ein paar Korallen-Tickets gefunden. Ich habe nochmal geschaut nach Koralleninsel-Tickets und ich habe tatsächlich noch ein paar Eintagestickets gefunden. Das heißt, als Master könnten wir dann doch nochmal einen Abstecher in die Koralleninsel machen. Könnten wir jetzt eigentlich theoretisch auch noch, weil solange die Monster 10 Level unter mir sind, können wir immer noch Gems droppen. Aber macht jetzt, glaube ich, nicht mehr so ultra viel Sinn. Also ich denke, wir schauen dann lieber als Master nochmal rein und können uns dann nochmal von den Tiger, Dorian und Meryl überzeugen. Und genau. Aber das wird, wie gesagt, noch eine Weile dauern. Also ich schätze mal ein paar Wochen, bis wir dann tatsächlich Master sind. Mindestens der nächste Qualifier, wahrscheinlich erst beim übernächsten oder so. Mal gut gehen. Und ja, damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Flive PC, Flive Universe Video wieder. Schaut auch gerne im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.